Ja, ich sehe genauso aus wie beim letzten Video. Das hat den Grund, dass ich 2 Videos hintereinander drehe, weil ich nie Zeit habe, um mich endlich mal hinzusetzen und ein Video zu drehen. Deswegen mache ich jetzt mal 2 auf einmal, um einfach mal das Ganze down zu bekommen. Heute soll es mal ein Update geben von dem Monat Oktober. Und dann würde ich sagen, fange ich einfach mal direkt an. Okay, Anfang von Oktober, 1. Oktober actually, war Homecoming. Und ich habe gerade erst ein ganzes Video über Homecoming gedreht. Also falls ihr ein Video über Homecoming sehen wollt, ich werde euch das Homecoming-Video unten in der Infobox verlinken. Ich habe gerade 10.000 Mal Homecoming gesagt. Ich entschuldige mich dafür. Dann waren außer Homecoming kamen dann auch schon die letzten Footballspiele, weil Oktober eigentlich der letzte Monat ist für die Official Football Games und dann war halt auch schon das letzte Footballspiel vor ein paar Wochen war das letzte Footballspiel. Wir haben es luckily in die SBCs geschafft, also habe ich das Glück, ein weiteres Footballspiel am Samstag zu sehen. Mir fehlen echt die deutschen Wörter. Worte, nicht Wörter, die deutschen Worte. Ja. Auf jeden Fall, ja, waren die letzten Footballspiele und ich kann euch mal ein paar Bilder von der Student Section, also allgemein Bilder von mir einfach einblenden. Football-Season ist fast vorbei, sondern auch meine Fußballsaison ist officially over. Wir hatten ein letztes Spiel vor einer Woche Samstag, am Ende Oktober. Das war das SBC-Spiel, das erste. Wir haben verloren, deswegen war die Saison dann auch grob vorbei gewesen. All over, in meiner Meinung, ist auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall einen Sport machen, vor allem wenn man kommt, gerade wenn man hierher kommt und die Schule noch nicht angefangen hat, um einfach die Leute kennenzulernen und ein paar Freunde zu machen, vielleicht kennenzulernen und es hat seine guten und schlechten Seiten. Was mich sehr gestört hat, ist einfach der Schedule, also der Plan. Man hatte jeden Tag 2,5 Stunden Training oder ein Spiel. Und dann, gerade als die Schule angefangen hat, das alles zu koordinieren und noch mit der Familienzeit. Ich habe so viele Sachen verpasst, die meine Hausfamilie gemacht haben, wegen dem Sport, wegen meinem Training oder ein Spiel, das ich hatte. Und das hat mich halt schon geärgert, weil ich hatte so gut wie keine Familienzeit wegen dem Training und alles. Und gerade wenn Schule noch war. Und deswegen bin ich auf der einen Seite schon froh, dass die Saison jetzt vorbei ist. Ich mache jetzt über den Winter mache ich keinen Sport. Also ich gehe so zum Beispiel jetzt ins Fitnessstudio, aber das mache ich halt nur für mich selber, nicht in einem Schulsportteam. Genau. Dann hat Halloween ja auch schon fast angefangen. Halloween geht eigentlich über den ganzen Oktober. Hier in den USA ist es viel extremer. Und hier in den USA ist es viel extremer. Und auch, also ich habe echt teilweise Häuser gesehen, die halt wirklich geschmückt waren mit total vielen Halloween-Figuren und so. Und ich habe auch actually mit einer Lady geredet. Die hatte so richtig cooles Michael Myers und Pinhead und so Leute als richtige Lifeguard-Figuren, als richtige Life-Size-Figuren. Ja, und das fand ich schon richtig cool, gerade weil ich gruselige Sachen mag und Horrorfilme und so. Und deswegen war das ein cooles Experience für mich. An Halloween itself war ich bei Millie's, das ist meine Schwester,
Opa. Und wir haben Candy. We're passing out Candy. Ja, das hat eigentlich ganz Spaß gemacht. War ganz cool. Genau. Ja, und die haben halt auch wirklich hier so, I think the shop was called Halloween Spirit. Also so richtige eigene Geschäfte für nur Halloween-Sachen. Und mir hat das richtig gut gefallen. Ich mag das. Dann hatten wir letzte Woche ein Lip-Dub in der Schule. Falls ihr nicht wisst, was es ist, ihr könnt das gerne mal auf YouTube suchen. Da gibt es 1000 Videos. Es ist basically eigentlich nur, wo man einen Musik-Remix hat und dann wird die Schule gezeigt mit allen Schülern und Aktivitäten, Sport, Clubs und so weiter. Und man muss halt so Lip-Dubben und so halt so machen, als würde man singen zu der Musik. Und ja, das hatten wir letzte Woche. Das Final Product kommt wahrscheinlich erst raus, so in 2-3 Wochen wahrscheinlich. Dann war ich zum zweiten Mal at Cedar Point. Es ist so ein Freizeitpark und ich war da für die Hell Weekends und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben durch Haunted Houses gegangen und ich liebe es. Ich liebe es. Es war ganz cool gewesen. Ich bin, glaube ich, durch 6 oder 7 verschiedene Häuser gegangen und die hatten halt alle verschiedene Themen. Eines war zum Beispiel Zombie High School. Das war ziemlich cool gewesen. Das andere war Wax Museum. Das war eins von meinen Favoriten, weil das waren halt so Figuren da und du wusstest halt nicht, ob die Figur jetzt eine Figur war oder ob es ein Mensch war, weil manche Figuren sind halt so rausgesprungen gekommen und haben mich halt gescared oder halt nicht gescared. Dann bin ich auch durch so ein Feld gegangen und ich habe halt so diese Schauspieler, die halt rumgehen und die kommen halt teilweise echt in dein Gesicht und richtig nah ran oder whispern in dein Ohr und so und das ist halt richtig so. Ja, auf jeden Fall habe ich auf den einen gelacht. So einer ist mir so entgegengekommen und wollte so closer kommen und ich habe halt nur gelacht. Und dann meinte er so, she can't even take me seriously. And I was like, well damn, I can't. Das war ganz lustig, hat Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen für jeden, der die Gelegenheit hat, mal in Haunted Houses zu gehen. Dann war ich in Cleveland to go shopping. Wir waren ich war in der Cheesecake Factory. Es ist richtig cool, also es sah fast aus wie so ein Palast. Und ja, der Kuchen war richtig gut. Am selben Tag sind wir so ein bisschen durch diese Shopping-Passagen in Cleveland gegangen. Und die hatten zum Beispiel Lush, Victoria's Secret, Louis Vuitton und all that. And yeah, it was pretty cool. Da muss ich zum Fotograf für meine Senior Pictures. Senior Pictures sind Bilder, die logischerweise, wenn du ein Senior bist, was die 12. Klasse, also the grade before you graduate, basically. Highest level in high school. Senior. Du musst Senior Pictures erstmal fürs Yearbook machen, für deine Portrait Pictures und dann normalerweise in Seniors noch so mit Aktivitäten, wenn du einen Sport machst, ist es meistens so involved in den Pictures oder einfach im Wald oder was weiß ich. Also Senior Pictures ist hier eine richtig große Sache. Und wo ich wohne, in Ort weiter, ein Fotograf, der auch eigentlich Fotos für unsere Sports immer macht. Der macht für Exchange Students kostenlose Porträtfotos und das fand ich richtig nett von ihm und so. Und genau, die Fotos, da muss ich jetzt diesen Freitag, muss ich wieder zu diesem Fotograf gehen, um die Fotos anzuschauen und auszuwählen, was ich jetzt haben will, weil ich krieg mein Porträtfoto plus ein anderes Foto kostenlos. Ja genau, und das wird am Freitag erledigt und ich bin ja auch im Yearbook und ich bin jetzt
ich sage euch, Yearbook, falls ihr die Möglichkeit habt, das zu machen, macht es auf jeden Fall. Es ist mein Lieblingsfach. Ich liebe es über alles. Ich bin halt sehr involviert mit Fotografie und so. Das ist eines meiner größten Hobbys. Und einfach die Pages zu designen. Ich bin zum Beispiel zuständig für Volleyball and Golf. And I'm done with my golf page, basically. And it's so much fun. Like, honestly, it's so much fun to just design the pages and just do whatever you want to let off your creativity. Sorry, Entschuldigung, ich bin gerade total ins Englisch geslidet. Das wird mir jetzt öfters passieren, wahrscheinlich. There's even the chance that I will do a whole video just in English because I can't think of the German words anymore. It's like so hard to speak German and so easy to speak English, and that's just a fact. So, where was I? Oh, I was talking about Yearbook, right? So, ja, also falls ihr die Gelegenheit habt, macht Yearbook. Auf jeden Fall. Dann, während der Zeit, dann hatte ich so ein family cooking at a restaurant, like a bar restaurant. Das war so eine, also ich bin ja eine Hausfamilie, die auch halb mexikanisch ist, also von mexikanischer Seite sehr, sehr viele Familie halt aus Mexiko. Und wir hatten halt so ein Familienkochen. Hat ganz Spaß gemacht. Dann hatte ich an Halloween, der letzte Tag von Oktober, das ist auch der letzte Point, den ich jetzt sagen würde, hatte ich mein erstes Konzert im Choir, All-Fall Choir Concert. Hat auch ganz Spaß gemacht. Ich liebe Choir, also ich liebe Singen über alles und es ist ganz cool. Also Musik in der Schule wird hier ernster genommen als in Deutschland und ich finde das echt cool. Die haben hier 4 verschiedene Chöre, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Chor ist. Und dann haben die natürlich auch Band, was hier total big ist und ich liebe es einfach über alles. Ich finde es so toll, dass Musik hier ernster in den Schulen genommen wird als in Deutschland. Und Chor wird nicht als Club angesehen, wie es in Deutschland ist. Chor ist ein richtiger Kurs, also du kriegst eine Note dafür, du arbeitest dafür, es ist during the school day und das ist einfach macht für mich mehr Sinn und ich mag es mehr als das System mit dem Choren, whatever, in Germany. Genau. Ich hoffe, dass ihr immer so ein bisschen Einblick von meinem Experience hier bekommt mit den Bildern, die ich hier zwischendurch immer einblende. Es ist ziemlich hart, also mit Vloggen oder so, ich habe es schon überlegt, aber man findet halt echt fast nie die Zeit zu und wenn, dann vergisst man es zwischendurch und so und deswegen versuche ich das immer alles so ein bisschen mit Bildern aufzupeppen, damit ihr mich nicht nur reden seht, sondern auch die Bilder seht und euch was darunter vorstellen könnt. Genau. Fragen, Videovorschläge und all das wie immer unten in den Kommentaren oder über mein Instagram und Snapchat, was mein Instagram und Snapchat-Name in der Infobox wie immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bye!